Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den Audi S6. Es gab ja in letzter Zeit viel Content zum M2. Dort habe ich auch noch jede Menge zu tun. Ich wollte aber schon seit einiger Zeit das Differentialöl bzw. das Hinterachsdifferentialöl am Audi wechseln, weil ich einfach nicht weiß, wann das zuletzt gemacht wurde. Und genau das ist das, worum es heute gehen soll. Bezüglich der Ölspezifikation waren meine Informationen aus dem Internet ein bisschen uneindeutig. Zum einen habe ich gefunden 75W90, zum anderen habe ich gefunden 75W140. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, hier heute das 75W140 zu verwenden. Schön, dass die Kamera wie immer nicht scharf stellt. Ich liebe es. So, genau, 75W140 zu verwenden. Hersteller völlig egal, muss halt die Spezifikation erfüllen. Warum nehme ich jetzt nicht das 90? Ich dachte mir, das höherwertigere Öl, also das 140er, ist ja etwas temperaturstabiler und insgesamt etwas höherwertiger in Bezug auf die Additivierung. Habe ich mir gedacht, lieber das höherwertige nehmen für den Fall, dass eben das 90 nicht das Richtige ist. Und wenn das 90 das Richtige wäre, denke ich, schadet es auch nicht, wenn ich das 140er reinfülle. Das 140er fahre ich ja auch beim M2 und da auch ohne Probleme. Gegebenenfalls schaue ich auch noch, ob ich das Differentialöl an der Vorderachse getauscht bekomme, je nachdem, wie viel ich da wieder demontieren muss und wie das zeitlich heute bei mir passt. Fokus ist aber, wie gesagt, Hinterachse. Ich hätte gesagt, wir starten einfach einmal rein. So, wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt hier unter dem Auto. Ich versuche das mal noch ein bisschen besser auszuleuchten. Ich habe jetzt hier ist die Befüllschraube. Die werde ich jetzt zuerst lösen, beziehungsweise ich habe sie auch schon angelöst. Es ist ein bisschen schwierig, hier mit dem Schlüssel reinzukommen, weil mein Schlüssel relativ dick ist. Ich musste den so schräg ansetzen, um den da reinzubekommen. Der ist jetzt aber drin. Hier ist, wie gesagt, die Befüllschraube. Die löse ich jetzt zuerst. Und hier hinten ist dann die Ablassschraube. Die löse ich als zweites, einfach für den Fall, dass ich die jetzt nicht aufbekommen hätte. Und die zuerst löse, ist ja grande Malheur. Deswegen fange ich hier mit der Befüllschraube an und löse dann erst die Ablassschraube. Jetzt habe ich hier mal was drunter gestellt, dass da hoffentlich nichts rausläuft. Aber dürfte ja eigentlich nicht der Fall sein. So, jetzt hier wieder das Schwierige, den Schlüssel rauszubekommen. Vor allem über Kopf. So, den Rest werde ich mit der Hand rausschrauben. Wie immer sieht man nichts. So ein bisschen Feuchtigkeit kann ich erkennen, aber ich sehe noch nichts rauslaufen, das ist schon mal gut. Zur Not habe ich ja hier die Wanne drunter. Bin mal gespannt, ob ich die Schraube da wieder eingesetzt bekomme. Ah, doch, ein bisschen was kommt rausgelaufen, okay. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt, aber hier kommt, wie gesagt, jetzt ein bisschen was rausgelaufen. Ist natürlich schon sehr dunkel, aber habe ich schon schlimmer gesehen im M2 oder so. Jetzt werde ich mal versuchen, die andere noch zu öffnen, die Ablassschraube hier hinten.
So, wie wir sehen können, da läuft jetzt nur noch ganz wenig Flüssigkeit raus. Bedeutet, ich kann das wieder zudrehen. Die Ablassschraube, das mache ich erstmal nur handfest. Das war jetzt auch warm, das Öl. Ich bin das Auto hierher gefahren. Das heißt, das ist jetzt ganz gut abgelaufen. Jetzt reinige ich das noch ein bisschen mit Bremsenreiniger um die Schraube herum. Jetzt ziehe ich die schon mal wieder fest. So, und jetzt muss ich schauen, dass ich hier oben das Öl eingefüllt bekomme. Das wird jetzt ein bisschen spannend. Ich meine, ich habe hier so einen Schnorchel, aber da kommt man natürlich nur so semi-gut hin. Mal schauen. Ich fürchte, ich muss mir da eine Spritze holen, mit der ich auch das Automatikgetriebe befüllt habe. Denn sonst, der Schnorchel hier ist zu kurz. Kleiner Augenblick. So, jetzt habe ich mir eine Spritze besorgt und jetzt probiere ich das mit der Spritze, ob ich das da reingefüllt bekomme. Schauen, ob ich mir hier irgendwo ein Licht stellen kann. Schwierig. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ah, super. Gut, dass das überhaupt nicht glibberig ist. So. Das Ding hängt drin. Jetzt muss ich nur noch schaffen, die Spritze zu betätigen. Oh, eine dritte Hand wäre echt gut. So, der erste halbe Liter ist drin. Das muss ich jetzt ein paar Mal machen, bis es wieder rausläuft. Ich probiere nochmal, ob ich nicht doch mit der Flasche hinkomme. Aber wahrscheinlich ist der Auspuff im Weg. Vermute ich jetzt mal. Ja, da fehlen ein paar Zentimeter. Wenn der Auspuff nicht wäre, könnte man vielleicht mit der Flasche hinkommen. Aber so geht das nicht. Ich befülle die Spritze. So, jetzt habe ich die Spritze nochmal gefüllt. Jetzt schauen wir mal, ob wir das nochmal hinbekommen. Ist dort eingefädelt. Ja, drin ist es. Jetzt darf es nur nicht rausrutschen und ich muss hier irgendwie schaffen, die Spritze zu bedienen. So. So, jetzt haben wir den ersten Liter drin. Mal gespannt, wie viel da reingeht. So, die dritte Ladung. Okay, jetzt sind wir circa bei 1,5 Litern. Geht auf jeden Fall, hätte ich gesagt, mehr rein als beim M2. So, und die vierte Ladung.
Ja, ich würde sagen, jetzt ist genug drin. Also ja, 1,8, 1,9 Liter, denke ich mal, sind das jetzt circa. Bringe ich mal schnell die Spritze weg. Jetzt kommt der knifflige Teil, ob ich die Schraube da rein bekomme. Warum will die da nicht rein? Ich verstehe es nicht. Ah, war ja klar. Das musste ja passieren. Ich liebe es. Okay, ich puzzle hier noch ein bisschen ohne Kamera. Die ist eh im Weg. Ich zeige euch gleich, wenn es funktioniert hat. So, ohne Kamera im Weg habe ich es jetzt geschafft, die sauber anzusetzen. Jetzt müssen wir die nur noch festziehen und dann das Ganze noch ein bisschen mit Bremsenreiniger reinigen. Jetzt werde ich die aber erstmal noch ein bisschen weiter andrehen, denn die ist noch nicht ganz drin. Und dann erst das Festziehen mit der Ratsche machen. Also es wäre natürlich einfacher, wenn ich jetzt hier den Auspuff abgenommen hätte. Aber das habe ich ja eh noch vor, weil ich den nochmal ausrichten muss und das wollte ich nicht heute machen. Heute ist so furchtbar nass. Das möchte ich gerne an einem trockenen Tag machen. So, das ist jetzt handfest. Jetzt muss ich da die Ratsche wieder reinbekommen. Das ist ein Gepuzzle. Wenn man wirklich nicht jedes Werkzeug in jeder Länge hat, ist es super unangenehm. Irgendwas ist immer zu lang, zu kurz, zu dick, zu dünn. Und diese Ratschenfunktion, die gehen mir auch so auf den Sack. Jetzt hat die sich schon wieder umgestellt. So. Wenn sie jetzt noch ihre Funktion tun würde. Ja, genau, auf den Kopf. Ich liebe es. So. Und ins Öl rein. Ah, leck mich am Arsch, diese ganze Fickpisse. Es ist wirklich zum Kotzen. Es ist wirklich zum Kotzen. Gut, dass Öl nicht leitet. Ich liebe so Tage, wenn es einfach läuft. Ja. Nächstes Mal baue ich einfach wieder das halbe Auto auseinander. Dann funktioniert es auch. Oh Mann. So, jetzt hole ich mir noch ein paar Tücher, jetzt wo alles eingesaut ist, und mache das hier mal schön sauber. So, also bevor ich jetzt mein ganzes Werkzeug reinige, seht ihr, ist hier ein bisschen was daneben gelaufen. Das mache ich jetzt einfach mit Bremsenreiniger sauber. So, und damit ist das eigentlich auch wieder in Ordnung. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen am Auspuff. Da ist ja auch ein bisschen von der Getriebe
Also nicht von der Getriebe, aber ist ja auch ein bisschen was von dem Differentialöl hingekommen. Da wird es ja warm, dass wir das auch wegwischen. Ich sprühe das auch nochmal ab hier. So. So, dann passt das wieder. Jetzt haben wir das alles gewechselt. Also sprich, wie gesagt, hier ist die Ablassschraube, hier oben ist die Befüllschraube. Wenn ihr den Auspuff entfernt habt, ist es natürlich einfacher dahin zu kommen. Ansonsten lichttechnisch und so ist es natürlich hier immer schwierig. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem erkennen. Jetzt werde ich erstmal mein Werkzeug reinigen und das Öl in den Behälter füllen, dass ich das wegbringen kann. So, in dem Fall war es das jetzt fürs heutige Video. Zu dem Vorderachsdifferential komme ich jetzt zeitlich nicht mehr. Das werde ich dann mal anders einfach nachreichen. Ihr habt jetzt gesehen, wie ihr am Hinterachsdifferential die Differentialflüssigkeit wechseln könnt. Wie gesagt, mein Tipp an der Stelle ist, erst die Befüllschraube zu lösen, denn für den Fall, dass ihr mit der Ablassschraube anfangt und nachher die Befüllschraube nicht gelöst bekommt oder es da ein Problem gibt, dann habt ihr eben keine Flüssigkeit mehr im Differentialkörper. Das wäre dann besonders doof. Wenn ihr mit der Befüllschraube anfangt und ihr merkt schon, das wird nichts, dann könnt ihr ja ganz normal weiterfahren. Deswegen wäre da mein Tipp, einfach mit der Befüllschraube anzufangen und im zweiten Schritt dann erst die entsprechende Ablassschraube zu lösen. Ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Wünsche euch eine gute Zeit. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.